Neben mir steht Barbara Larsch. Wir Guten sind beide Tag. aus der Projektleitung. Wir begrüßen Sie aus Zürich und freuen uns über Ihr Interesse am Webinar Ressourcenplanung. In den nächsten 20 Minuten zeigen wir Ihnen, wie Sie in Vertec Ressourcen planen können und wie Sie den Überblick über Ihre Kapazität behalten. Sie haben die Möglichkeit, im Chat Fragen zu stellen, die Daria Valenti als Vertec-Experte entgegennimmt und die wir im zweiten Teil des Webinars beantworten werden. Bitte schreiben Sie zu Ihren Fragen auch den Namen und die Firma dazu. Wir zeichnen das Webinar auf und schicken Ihnen dann den Link per E-Mail zusammen mit den Fragen, die wir hier stellen und dann auch beantworten werden. Im Folgenden verwenden wir Projekt synonym mit Mandat, also je nach Einstellung ist Mandat und Projekt hier dasselbe. Auch von mir herzlich willkommen. Wir starten mit einem kleinen Rollenspiel, um die Möglichkeiten der Ressourcenplanung zu zeigen. Hans-Jakob Becker verkörpert Christoph Keller. Er ist in der Geschäftsleitung. Ich selbst bin Judith Feller und arbeite als Projektleiterin. Wir stehen im Moment kurz vor unserem Ressourcenplanungsmeeting, unserem monatlichen. Doch bevor wir jetzt da reinstarten, möchten wir kurz zeigen, was vor 4 Wochen geschah. Ja, guten Morgen Judith. Hallo Christoph. Also für unser heutiges Ressourcenplanungsmeeting habe ich nur ein Thema, du wirst es erahnen. Es geht um das wichtige Projekt SAMCO. Dort sind wir noch in der Akquisition, aber wir sind auf der Shortliste. Und also für uns ist das ein totales Leuchtturmprojekt. Der Zeitdruck ist aber auch enorm. Meine Frage ist, haben wir genug Kapazität? Können wir das Projekt so überhaupt stemmen? Ja, mein Bauchgefühl sagt mir, wir sind wirklich sehr ausgelastet. Also wenn das ein Leuchtturmprojekt ist, ja, da müssen wir gucken, aber ich bin da zunächst mal skeptisch. Aber lass uns doch mal gucken, wie es konkret aussieht. Hast du das Projekt schon erfasst in Vertec? Ja klar, ich habe das hier oben schon geöffnet. Sehr schön. Und wir gehen noch mal hier in die Ressourcenplanung rein. Und ich habe mir natürlich Gedanken gemacht, wie viele Stunden wir für was brauchen. Aber fangen wir mit der Projektleiterin an und da kommst nur du in Frage, Judith. Wir brauchen hier dein ganzes Engagement und deine ganze Erfahrung. Ja, das freut mich sehr, dass du an mich gedacht hast. Ich würde das auch wirklich sehr gerne übernehmen. Ja, aber eben, ich bin nicht groß überlastet, habe ich das Gefühl, aber ich bin doch schon ziemlich ausgelastet. Vielleicht können wir mal ganz kurz reinschauen. Dann schauen wir doch mal in deine Kapazität. Ja, eben, da siehst du jetzt hier zum Beispiel jetzt im November, das sind 8 Stunden, die ich da drüber bin. Okay, das ist Planungenauigkeit. Mit dieser Unschärfe müssen wir leben. Aber ich sehe schon, ein großes Projekt passt da nicht rein. Ich denke mir aber, ich habe da noch dieses Projekt, das Do-It. Das könnte ich mir jetzt wirklich sehr gut vorstellen. Hier, genau, wenn man das hier sieht, rechts sieht man das ja schön in der Legende, welches Projekt hier welche Farbe hat. Und dazu unterst sind wir in diesem Do-It. Da bin ich jetzt mit 28% drin, 45 Stunden meiner Kapazität. Und da könnte ich mir jetzt gut vorstellen, dass wir das vielleicht jemand anderem geben. Ist auch das Einzige, was so viel Ressourcen freimachen würde von dir. Ja, würde sich sehr anbieten. Also die Mina ist neu, die hat sicher noch Ressourcen. Ja, an Mina sehr gut, ja. Könnte ich mir gut vorstellen. Sie ist talentiert und engagiert. Mhm. Wenn du denkst, dass sie das Projekt übernehmen könnte. Ich kann sie ja coachen, also wir könnten da schon mal schauen. Wie viel Ressourcen sie hat. Ja, es ist klar, sie hat ja gerade erst angefangen, sie ist noch gar nicht so verplant. Genau, genau. Also von dem her würde das bei mir schon ganz gut reinpassen, dass du mich da schon mal
Okay, setzen da könntest. bin ich froh, denn das war meine größte Sorge. Dann planen wir dich mal ein. Ich habe in meiner Kalkulation für den Zeitraum über die Monate etwa eine Woche pro Monat, also 40 Stunden hier vorgesehen. Übertragen wir doch den Wert mal hier rein. Okay, Was brauchen wir sonst noch? Vielleicht noch einen Berater dazu? den brauchen wir sicher. Ich plane hier aber die Rolle, denn ich weiß ehrlich gesagt noch nicht, wer das macht. Aber wir brauchen noch erst den Auftrag. Wir können hier den Bedarf eintragen. Ich trage hier die Stunden mal ein, die ich so abgeschätzt habe, die wir für das Projekt brauchen. Auch das ist natürlich mit einer gewissen Unsicherheit, aber am Ende werden wir die Schulung haben, also hier wird es nochmal mehr Stunden brauchen. So, und jetzt die Entwicklung. Auch hier habe ich noch keine Idee, wer das genau machen kann. Und es wird auch nicht einer alleine machen können. Deswegen, du wirst schon sehen, mit den Stunden, die ich hier abschätze, sind wir über das, was einer im Monat leisten kann. Also hier werden wir mehrere von den Entwicklern brauchen. Gut, aber ich glaube, die konkrete Planung, das reicht, wenn wir dann das Projekt wirklich zugesagt bekommen. Denn da haben wir ja einen Pool, wo wir dann sehen können, wer das machen könnte. Okay. Ja, dann hoffen wir, dass wir zum Zuge kommen. Ja, Also, würde mich sehr freuen. Dann später zum Kaffee. Genau, Ja. bis später. Und nun 4 Wochen später zum aktuellen Ressourcenplanungsmeeting. Hallo Christoph. Ich habe gehört, Samco hat zugesagt. Ja, das ist super. Wir haben den Freut Auftrag mich gekriegt. sehr. Ja, das ist so, aber du weißt jetzt, auch heute gibt es wieder nur ein Thema. Jetzt müssen wir das Projektteam zusammenstellen Ja, und die Ressourcen entsprechend zuweisen. genau, jetzt wird es konkret. Das heißt, wollen wir bei mir anfangen? Wo stehen wir denn? Ah ja, genau. Wir hatten hier dich schon nominiert und die anderen als Rollen geplant. Ich glaube, du wolltest ein Projekt abgeben. Ja, das Do-It, genau, das wollten wir der Mina geben. Vielleicht können wir da direkt mal in das Projekt reingehen. Komme ich ja auch hier drüber und mache das mal auf. Genau, hier sehen wir deine Planung und wir verschieben deine Planwerte auf die Mina. Genau. Das geht doch schon ganz gut. Und sie übernimmt ja alles. Genau, sie würde dann alles übernehmen. Das Coaching, das wird zu minim sein, das müssen wir nicht groß einplanen. Machen wir sonst auch. Ich Genau. bin froh, wenn du ihr da ein bisschen Unterstützung gibst. Gut, dann kann ich dich ja hier, schauen wir deine Kapazität an. Sieht vernünftig aus. Ja, das sind nur so wenige Stunden, die ich da im roten Bereich bin. Okay. Wenn du da noch mal kurz drauf gehst, da im November, ja, das sind 3 Stunden, das ist, Genau. Wie wirst du für? das geht im Rauschen unter. Okay. Genau. Sehr gut. Dann haben wir dich schon zugewiesen jetzt. Schauen wir doch bei der Beratung. Hast du da schon jemanden im Auge, oder? Ich habe gerade an Olivia gedacht, denn eines ihrer Projekte wurde verschoben. Ich habe keine Ahnung, ob das in etwa diese Summe ausmacht, aber wir können sie mal zuweisen und schauen dann bei ihr. Ja, gut. Das aufgeht. Machen wir. Ich glaube, das kann sie gut machen. Und auch hier weisen wir das der Olivia Oswald zu. Auch hier kriegt sie alle Stunden übertragen. So, die Entwicklung ist ein bisschen schwieriger. Vielleicht können wir mal schauen, wen wir da alles haben in der Entwicklung. Ich habe an den Uwe gedacht, denn er hat die meiste Erfahrung. Aber gucken wir mal über die verplante Zeit im Zeitraum. Naja, also
wahnsinnig viel Ressourcen gibt es da nicht. Was hat er denn geplant? Ja, das Bild haben wir eben schon gesehen. Welche Projekte sind denn hier drin? Was ist denn da im November los? Warum ist er denn da mit dieser Nettokapazität von ihm? Naja, die Bruttokapazität ist ja vor den Abwesenheiten. Er hat hier 2 Wochen Kompensation eingeplant, das hat er mit mir besprochen. Aber auch das habe ich mit ihm schon mal ganz grob angefragt und er wäre bereit, die 2 Wochen dann später zu nehmen. Und ich habe ihm zugesagt, dass er die im neuen Jahr, ins neue Jahr übernehmen kann. Also die Ressourcen hätten wir frei. Aber schauen wir doch erstmal Foxprint. Was sind denn hier noch interne Projekte? Da hat er doch relativ viel Zeit in diesen grünen internen Projekten geplant. Welche sind denn das? Ja, genau. Das ist das Know-how-Management. Auch darüber hatten wir schon in der Geschäftsleitung gesprochen, dass wir das interne Projekt verschieben können. Du weißt, da geht es um diese Know-how-Management für unsere Projekte und Berichtssachen. Ja, wollen wir das jetzt schon machen? Können wir das schon machen? Dann machen wir das so. Ja, wir verschieben das. Noch hier öffne ich das Projekt. Ja, jetzt kannst du einfach dort genau die Projektressourcen verschieben. Verschiebe das um von heute, also vom nächsten Monat um ein halbes Jahr. Dann sollten wir mit dem Gröbsten bei Samco durch sein. Sehr gut. Falls wir es dann nochmal verschieben müssen, dann ist es halt so. Ja. Okay, jetzt sind die Ressourcen frei und jetzt müsste auch der Uwe mehr. Sieht ja schon viel besser aus. Gut, gehen wir zurück auf Samco. Setzen wir ihn ein als einen der Entwickler. Ich würde vorschlagen, ja. Wie viel kann er übernehmen? Die Hälfte der Zeit? Ja, vielleicht so 40%. Und dann übergebe ich ihm das mit den 40%. Also jetzt haben wir ihn mal zugewiesen. Aber da bleiben immer noch Stunden übrig. Wie wäre es denn, wenn wir das ganze Team hier zusammennehmen? Also auch den Christian und Beat noch. Schauen wir doch rein. Die haben beide hier ordentlich Zeit. Und schau mal, der Beat hat 2 Sachen. Der ist sowohl in der Logistikbranche, hat der Erfahrung, als auch früher, als er noch in der Beratung war. Ja, sehr gut. Da könnte er doch vielleicht Olivia unterstützen, wenn es hier und da mal Wenn es dann mal eng wird, genau. Ist doch eine super Besetzung. Dann nehmen wir doch die beiden noch. Etwa die Hälfte von den restlichen Entwicklerstunden. Ich würde es gleich aufteilen, ja. Genau. Also von dem, was hier noch steht, geben wir dem Wert 50%. Und den Rest auf den Christian. Das sind eben die 100% Rest. Genau. Auf den Christian. Gucke ich gerade mal, ob das mit meiner Planung übereinstimmt. Das sieht so schon mal ganz gut aus. Und wir sehen auch, dass wir... Da haben wir jetzt unser Team zusammen, genau. Das Projektteam gestafft haben. Und auch hier haben wir keine Rolle mehr drin, also alle Rollen sind benannt. Ich glaube, das sieht gut aus. Ja, denke ich auch. Dann kann ich starten. Nächste Woche geht's los. Freue ich mich drauf. Viel Erfolg, Judith. Dankeschön.
Ja, soweit zum Rollenspiel. Wir haben hier einen typischen Fall gezeigt, wo es eben darum geht, Prioritäten zu setzen, Planungen zu verschieben oder übertragen. Und ich glaube, das Wesentliche an der Ressourcenplanung in Vertec ist, dass wir diese Unternehmenssicht oder Projektsicht haben, dass wir Kapazitäten kennen und die entsprechend verteilen. Auch, dass wir eben genau diese Veränderungen abbilden können, den Bedarf auf Mitarbeiter umplanen können oder eben als Rolle erfassen und zum späteren Zeitpunkt verplanen. Und auch, dass wir gewisse Auswertungen ranziehen können, um zu sehen, wer ist geeignet, wer hat Kapazität. Hier kann man auch gut mit zwei Fenstern in Vertec arbeiten, wo man in einem die Auswertung und in der anderen die Planung hat. Und selbstverständlich sind hier auch die Plandaten vergleichbar, zum Beispiel mit den späteren Ist-Werten, dass man rückwirkend auch so Planungsgenauigkeit sich angucken könnte, dass man sehen könnte, wie liege ich im Budget drin, inklusive Planwerte etc. Gut, damit sind wir am Ende vom ersten Teil und möchten jetzt den Dario dazu bitten, der Fragen im Chat gesammelt hat, die wir dann hier gerne beantworten und Ihnen dann auch im Link respektive in der E-Mail zusammenstellen. Herzlich willkommen, Dario. Hallo, herzlich willkommen. Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Grüezi miteinander. Super spannend, liebe Barbara und Hans-Jakob. Es gab da nicht so viele Fragen. Es kamen doch 3 Fragen jetzt auf. Ich habe jetzt die eine Frage, Barbara, das ist die Funktion, die ich so cool gefunden habe. Das dachte ich mir, dass die noch kommt. Ist die Funktion Ressourcen auf andere Bearbeiter verschieben ein Plugin oder ist das im Standard enthalten? Also es ist nicht im Standard enthalten tatsächlich, aber es ist ein kleines Skript, was man auch bei jedem einbauen kann. Wirklich ein ganz, ganz leichtes Customizing, was dahinter steht. Sehr schön. Und dann noch auch wieder eine weitere Frage von Herr Benjamin Schumm. Gibt es eine Möglichkeit, die Ressourcen einer geplanten Rolle, im Beispiel eben Entwicklung, das wir so gezeigt haben, grafisch über die Auslastung eines Mitarbeitenden zu legen, summiert, und die hypothetische neue Auslastung zu sehen, falls das Projekt von dieser Person übernommen wird? Grafisch? Mhm. Nein, grafisch können wir das nicht übereinander legen. Wir sehen es ja in der Kapazität. Also das ist diese, ich sage jetzt 2 Bildschirm-Methode, dass ich in einem Bildschirm die Kapazität sehe und in dem anderen Planungen oder Planvarianten ausführe und dann direkt sehe, weil die Daten ja aktualisiert sind, wie sich die Kapazität verändert. Sehr gut. Und dann noch eine Frage von Herrn Stefan Huber. Werden Absenzen, Ferien sowie Feiertage und Wochenenden nun in den Ressourcen berücksichtigt? Aber ich glaube, die Frage können wir mit Ja beantworten. Hm? Genau, das ist das, was wir gezeigt haben in der Auslastungsgrafik, in diesem Fall bei dem Uwe Ungerer, der eben Abwesenheiten geplant hat und damit seine Nettokapazität eben abzüglich dieser Abwesenheiten sehr viel tiefer ist, als es jetzt die Bruttokapazität ist, die eben vor den Abwesenheiten liegt. Einfach kleines Detail, die Feiertage sind auch in der Bruttokapazität schon abgezogen. Aber die Differenz vielleicht können wir es hier nochmal zeigen. Da links ist so, genau. Ich gehe hier nochmal drauf. Ich glaube, hier war das gut sichtbar. Es gibt auch hier noch eine kleine Differenz jetzt, denn die Abwesenheiten hier in dem Rollenspiel haben wir noch nicht aktualisiert. Das heißt,
diese Linie, diese graue Linie, ich hoffe, man sieht die, das ist die Bruttokapazität. Das heißt, die Sollzeit, wohlgemerkt abzüglich oder ohne Feiertage, also wirklich die Sollzeit. Und hier unten sind dann auf dieser schwarzen Linie die Abwesenheit abgezogen. Also die Differenz, die wir hier sehen von etwa, was sind das, 70 auf 100, 70 oder 100 Stunden vielleicht, die sind tatsächlich durch diese Abwesenheit Kompensation, die er geplant hat für November, dadurch kommt die zustande. Wäre, wenn ich es richtig verstanden habe, tatsächlich hier voll berücksichtigt, so wie es in der Frage gestellt wurde. Gut, also, dann sind da noch weitere Fragen reingekommen. Vielleicht kann ich mich da sonst einschalten, weil ich sehe jetzt hier gerade im Chat noch eine Frage von, ich kann leider den Namen nicht lesen. Bei uns erfolgt die Neuberechnung der Ressourcen immer nur einmal am Tag. Im Rollenspiel wurden die Verfügbarkeiten sofort bei Änderung der Planzeiten dargestellt. Ist das im aktuellen Standard so eingestellt oder ein zusätzliches Plugin? Das ist keine Einstellung, das ist so im Standard, dass sich das anpasst. Also das bedeutet auch, dass ich in zwei Fenstern arbeiten kann. Also wenn ich jetzt mich zum Beispiel hier auf dem Uwe bewege und auf seine, hier drauf gehe und in einem anderen Fenster könnte ich mir jetzt die Kapazität einblenden. Und wenn ich dann hier etwas ändere, sehe ich es grafisch dargestellt sofort im anderen Fenster. Also das ist im Standard so drin. Warum das jetzt bei Ihnen nicht der Fall ist, das müssten Sie vielleicht mit Ihrem Projektleiter oder Betreuer mal besprechen. Gut. Siehst du, Barbara, noch weitere Fragen? Wir werden ja das Webinar aufzeichnen und dann jeden zukommen lassen. Ich habe noch eine zweite Frage von Kraus-Peter. Muss als Voraussetzung für diese Ressourcenplanung für jedes Projekt zuerst die Planung, das Budget manuell mutiert werden oder können diese von den Ist-Stunden transferiert werden? Naja, die Planung ist ja in der Regel in der Zukunft. Das verstehe ich jetzt insofern, vielleicht sonst können Sie das nochmal konkretisieren, weil die Planung wäre in der Zukunft. Also das Budget, das trage ich auf ein Projekt ein. Also ich könnte mir vorstellen, dass es darum geht, die Restaufwände, Ach so. also den das Projektzeitbudget minus das Verbrauchte als Restaufwand, vielleicht linear oder nach einer gewissen Formel zu verteilen. Das wäre möglich, das wäre auch ein kleines Customizing, aber das könnte man so einrichten, dass man sozusagen monatsweise diese Planung weiterschiebt. Ein Gedanke vielleicht dazu, nicht immer ist ja diese Ist-Zeit, die aufgewendet wurde, auch genau, ich sage jetzt mal so effektiv. Das heißt, eine gewisse Bewertung braucht es da drin. Also wie viel muss ich denn noch leisten, ist ja eine andere Aussage, als wie viel habe ich noch zur Verfügung. Also wenn es zum Ende des Projektes knapp wird und ich muss mehr leisten, dann wäre diese Vorgehensweise etwas kurz gegriffen. Aber grundsätzlich ja, als erste Näherung wäre das möglich. Gut, dann haben wir noch die Frage, ob die Ansicht der Kapazität auch für ein ganzes Team angezeigt werden kann. Und das kann Hans-Jakob Becker kurz zeigen. Also wenn wir hier auf der Entwicklung sind, dann ist das eine Liste von den Entwicklern, die also hier auch angezeigt werden. Und auch hier hätten wir über die Kapazitätsgrafik dann natürlich summiert alle Auslastungen. Also hier sieht man jetzt, dass eben noch nicht alle Werte nachgezogen sind. Also das ist deutlich hier dieses Projekt, das neu dazu kommt, diese Überlast verursacht. Wir sind hier dann im März, wären wir deutlich 235 Stunden. Also dieses, diese summierte Auslastung geht natürlich auch über ein Team oder über eine Gruppe, allgemein gesprochen über eine Gruppe von Bearbeitern. Generell können wir die Ressourcenplanung, haben wir Ansichten jeweils über einzelne
Bearbeiter, Mitarbeiter oder eben über ganze Teams. Und das Gleiche ist auch bei den Projekten so, dass wir einzelne Projekte uns ansehen können, aber auch eine Liste von Projekten, darüber die Ressourcenplanung uns anschauen können. Das könnten zum Beispiel die Top 10 Projekte sein, wo es einfach wichtig ist, genug Manpower drauf zu bringen. Könnte aber auch sonst irgendeine Gruppierung sein. Also hier sind wir dann total im Vertex Standard mit diesen Ordnern, die als Stichwortordner, als Expression-Ordner, also mit OCL oder vielleicht sogar auch als SQL erstellt werden können. Ich habe noch eine, kleinen Moment. Bei uns werden Angebote und Opportunities als Aktivitätstyp abgebildet. Gibt es eine Möglichkeit, die Ressourcenplanung auch auf Aktivitäten auszuweiten? Nein, also auf Aktivitäten können wir, Ressourcenplanung ist wirklich nur in diesen 3 Dimensionen Bearbeiter, Projekt und Zeitraum möglich. Das liegt auch mit daran, wir haben auch die Leistungserfassung, die haben wir genau in diesen 3 Dimensionen drin und haben dadurch diese Vergleichbarkeit auch mit der Sollzeit etc. Das greift alles über den einzelnen Bearbeiter beziehungsweise nachher auf das Projekt. Ich sehe eine Möglichkeit drin, dass man auf Phasenebene plant. Jetzt sind wir hier auf Projekt und Monat. Es gibt in den Einstellungen Möglichkeiten, dieses Intervall zu verändern, dass man auch auf Wochenbasis plant oder eben, dass man auf die Projektphase geht als Planungsebene und dort dann den Status, also ist die Phase im Angebot, ist sie erteilt oder eben abgeschlossen, abgelehnt. Also dass man den Status entsprechend noch auswertet, sei es jetzt in einem Ordner drin oder aber, dass man das Kriterium irgendwie noch anzeigt. Das wäre möglich und das ist ja genau auch wichtig zu sehen, wie viel ist dann wirklich fix beauftragt und wie viel hat noch eine gewisse Unsicherheit da drin, weil es eben noch nicht einen Vertrag dazu gibt. Ich bekomme auch manchmal die Frage, wie sieht das aussieht, wenn ich die erst geplant, also die Projekte bzw. Phasen im Angebot mit einer Wahrscheinlichkeit hinterlegen möchte. Die Wahrscheinlichkeit habe ich ja auf der Phase und das wäre dann auch gut möglich, da eine entsprechende Auswertung zu machen, dass man bei den Phasen, die erst im Angebot sind, dann auch die Wahrscheinlichkeit berücksichtigt in der Planung. Ich habe da noch eine kurz. Sorry, Hans-Jakob. Ja, gerne, mach du. Ja. Ja, also gibt es, also hier haben wir, können die budgetierten Stunden aus den Projektphasen mit der Ressourcenplanung gekoppelt werden? Ja, das ist, denke ich, das geht in die gleiche Richtung, dass man dann auf Phasenebene planen würde. Mhm. Wenn es in die Richtung geht, dass man auf der Phase oder auf dem Projekt ein Stundenbudget festlegt, dann können wir das natürlich dann auch vergleichen in entsprechenden Auswertungen, Listen, BI, je nachdem. Sehr gut. Ich sehe hier noch eine Frage, ob der Vergleich der Ist- und Soll-Stunden angezeigt werden kann. Hier gibt es eine kurze Antwort als erste Näherung. Es gibt dazu eine Zusatzfunktion, die genau diese Planungsgenauigkeit als BI-Kennzahl auswertet. Das wäre eine Möglichkeit, das zu machen. Nichtsdestotrotz kann man auch hier die Ist-Stunden noch einblenden. Also in einer Liste könnte man das auch anzeigen. Die BI-Grafik oder die BI-Auswertung ist ein bisschen angenehmer, dann erkennt man es schneller. Wollen wir das noch kurz zeigen dann? Also wir haben hier ein Beispiel, wir hatten es glaube ich auf der Projektliste drauf, dass wir hier zum Beispiel eine Ansicht definiert haben, wo wir hier zusätzlich noch die Spalte mit den effektiven Werten einblenden würden. Also wir haben jetzt hier in dieser Demo-Datenbank keine Leistungen mit drin, daher ist diese graue Spalte leer. Aber wenn jetzt die Leute das macht jetzt in Zukunft natürlich auch weniger Sinn, wir würden dann zum Beispiel zurückgehen
und hätten dann hier im Oktober dann schon die effektiven Leistungswerte direkt als Vergleich mit drin. Also diese Möglichkeit, die haben wir hier in der Ressourcenplanung auch. Aber uns ist es dann immer jeweils wichtig, dass wir trotzdem nicht Auswertungen und Planung vermischen, sondern dass wir versuchen, die Informationen, die wir für die Planung brauchen, in die Ressourcenplanung reinzukriegen, beziehungsweise uns in einem anderen Fenster anzeigen zu lassen und für die wirklichen Auswertungen dann in die Listen gehen, in die herkömmlichen Listen, beziehungsweise ins BI. Gut. Und dann gibt es noch eine Frage. Gibt es eine Ansicht der Kapazität, wie hier bei Uwe, über ein ganzes Team? Das hatten wir gerade schon gezeigt, ja. Also das wäre zum Beispiel hier das Entwicklungsteam. Eben die Frage kam vorher schon mal so oder so ähnlich, dass wir eben über den Ordner, kann man sagen, in dem sich jetzt hier Bearbeiter befinden, diese Kapazität anzeigen kann. Ja, ja, genau. Beziehungsweise auch, wenn wir aus der Ressourcenplanung hier nochmal rausgehen, auch hier in dieser Liste hätten wir hier auch die Verfügbarkeit, die Kapazität über den oben genannten Zeitraum mit der entsprechenden Summe dann in Zahlen. also alle Planwerte sind natürlich auch über Listeneinstellungen erreichbar, können summiert werden. Also diese Planwerte sind in dem Vertec-Kontext verfügbar. Ich glaube, ich nehme noch eine letzte Frage. Ist es möglich, dass ein Mitarbeiter seine Pendenzen nach Erledigung als abgeschlossen markieren kann, damit der Projektleiter informiert wird und so stets über den Stand seiner Ressourcen Bescheid weiß? Ja, da soll ich antworten, ist das okay? Ja, Dann, also, die Pendenzen haben an und für sich nichts direkt mit der Ressourcenplanung zu tun. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass die Frage in die Richtung geht, dass auf einem Projekt die Pendenzen definiert werden, die zu erledigen sind und aufgrund des Status dieser Aktivitäten, die dahinter stehen, dann Information rausgezogen werden kann, wie die Planung angepasst werden soll. Und auf eine Aktivitäten, ich weiß nicht, ich kann jetzt mal von Christoph Keller kurz hier eine machen, einfach um zu zeigen. Da haben wir ja die Möglichkeit, also wenn das jetzt eine Pendenz von ihm wäre, dann würde ich hier den Christoph Keller eintragen. So, dann wäre er zuständig und wenn er diese Pendenz, was auch immer das ist, erledigt hätte, würde er hier diesen Haken erledigt setzen und damit könnte sich der Projekt, also ich könnte hier natürlich, wo ist es hier? Nehmen wir doch gleich Samco. Könnte ich hier Samco zuweisen und dann sehe ich auch auf Samco, welche Aktivitäten hier sind. Ich mache jetzt hier einen ganz kleinen Exkurs für diese allerletzte Frage. Dann hätte ich diese hier und die wäre jetzt aber in diesem Moment noch nicht erledigt. Aber ich kann jetzt zurückgehen, wenn der Christoph Keller fertig ist, könnte ich die erledigen und damit wären jetzt hier, also wenn ich jetzt diese Aktivitäten hier mal einblende, so, dann könnte ich mich als Projektleiterin hier sehen, okay, das ist erledigt. Das heißt, er hat schon eine gewisse Arbeit erledigt. Ich kann die Ressourcen bei ihm etwas runtersetzen. Also so könnte ich mir einen Zusammenhang verstehen aus dieser Frage raus. Also die Frage, und da hole ich noch ein bisschen oder erhöhe mal die Flughöhe, geht ja darum, wie sehe ich, wie der Erledigungsgrad, also wie dieser Percentage of Completion, wie dieser POC, ja, wie weiter ist, wie wieder ist. Man könnte das tatsächlich so machen, dass man diese Aktivitäten als Tasks irgendwie einstellt und vielleicht sogar mit einem Zeitbudget noch aufschlagt und dann sozusagen aus dieser Erledigungsmeldung dann noch den Restaufwand berechnet. Das wäre eine Möglichkeit. Im Rollenspiel ist schon so ein bisschen angeklungen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Planung zu machen. Es kann sein, dass man den Mitarbeitern das überlässt und sagt, schaut mal, ihr müsst einfach eure Stunden planen mit dem, was ihr effektiv denkt, was ihr braucht für die Aufgaben, die anstehen. In
größeren Organisationen wird es dann notwendig sein, dass man ja so eine Art Ressourcenplanungsmeeting macht für diese Zuweisung, denn irgendwann entstehen ja mal Konflikte, weil gewisse Projektleiter denselben Mitarbeiter in ihren Projekten wollen und der halt dann nicht 400 Stunden im Monat leisten kann, wenn es nach der Planung ging. Also diese Konflikte muss man dann irgendwie organisatorisch auflösen. Es gibt verschiedene Herangehensweisen. Ich würde sagen, häufig trifft man das so an, dass der Projektleiter plant und dann in einem höheren, kleineren Gremium entsprechend diese Planung angeschaut wird regelmäßig und dann eine Zuweisung gemacht wird zu den Mitarbeitern. Also diese Zielkonflikte, die entstehen bei einer Planung, die muss man auflösen. Gut, Dario, hast du noch mehr Fragen? Nein, das ist gut, das passt so. Das ist nur eine Bemerkung. Okay. Gut, wenn es keine weiteren Fragen gibt, und ich hoffe, wir haben jetzt alle erwischt, die wir dann auch im E-Mail beantworten, dann nochmals von unserer Seite vielen Dank für das Interesse, vielen Dank für das aktive Mitdiskutieren und Fragen stellen. Ich wünsche Ihnen allen eine gute Zeit und bis bald. Tschüss. Wiedersehen.